Willkommen bei J-Point Systems und damit zur Folge 7 unserer Retro-Bastelei. Jetzt sind wir endlich da, wo wir ursprünglich hin wollten. Denn beim letzten Mal haben wir einen spontanen Zwischenstopp im Jahr 2005 eingelegt und damit nicht nur die Lücke zwischen der Pentium 4-Ära und der heutigen Zeitreise geschlossen, sondern wir haben uns auch einen sehr wichtigen Meilenstein angeschaut, der einen entscheidenden Wendepunkt in der bisherigen Entwicklung markierte und uns den Weg für das heutige Video ebnet. Heute sind wir zwischen den Jahren 2006 und 2007 unterwegs, genauer gesagt rund um Silvester 2006 und schauen uns High-End-Hardware dieser Tage an, die an meine frühere Anschaffung angelehnt ist. Fangen wir mit dem Mainboard an und die Beschaffung war, nennen wir es mal, abenteuerlich. Es hat 3 Anläufe gebraucht, bis ich ein funktionierendes Exemplar in den Händen hielt. Beim ersten Mal hielt es der Verkäufer nicht für nötig, das Board und das Zubehör gescheit zu verpacken. Zwar hing die Platine ziemlich straff im Karton, dafür flog das Zubehör lose rum und hat auf dem Transportweg das blanke Board zerkratzt und ein paar SMD-Teile mit abgerissen. Nach kurzem Hin und Her und völliger Uneinsichtigkeit habe ich einen Fall eröffnet und die Auktionsplattform hat den dann zu meinen Gunsten entschieden. Der Verkäufer war anschließend mächtig sauer. Beim zweiten Kauf wurde das Board vorher getestet und ich bat den Verkäufer rein vorsorglich um eine sichere Verpackung. Gesagt, getan. Ich hielt den großen Karton 3 Tage später voller Freude in den Händen, machte ihn auf und umso tiefer ich grub, umso intensiver wurde der Geruch, der mir entgegenstieg. Zwar kommt es schon mal vor, dass je nach Haushalt ein gewisser Much entgegenkommt, aber dieser penetrante Gestank ließ Schlimmeres erahnen. Nachdem sogar noch feuchte Flecken zu erkennen waren, war die Freude dahin. Nach kurzer Rücksprache mit dem Verkäufer entschuldigte sich dieser für das Malheur, verwies auf seinen rolligen Kater, der zurzeit lustig vor sich hin markiert und wohl die paar Minuten, die der Karton unbeaufsichtigt offen rumstand, ausgenutzt hat. Und es gab ohne Wenn und Aber das Geld zurück. Nachdem ich in einer Gruppe für Retrokram aktiv bin und dort im Chat mein Leid geklagt habe, kommt wieder niemand Geringeres als der Hardware-Dealer meines Vertrauens ins Spiel. Supergeil. Der gute Mann hatte offenbar so viel Mitleid mit mir, dass wir nach einem kurzen Dialog einen Tauschhandel vollzogen. Denn er wollte eine Grafikkarte haben, die ich inseriert hatte, und dafür bekam ich das Brett der Begierde. Und nach dem 3. Versuch hat es endlich geklappt. Ein Asus P5B Deluxe. Das Board kam im 3. Quartal 2006 auf den Markt, kommt mit dem Intel 965 Chipsatz alias Broadwater daher und ist insgesamt mit eines der besten Bretter seiner Zeit, sofern man kein SLI oder Crossfire braucht. Wir verzichten jedenfalls darauf und zu dem Thema werde ich vielleicht später noch ein Wort verlieren. Die Zeiten, in denen die Platinen nur grün oder braun waren, gehörten endgültig der Vergangenheit an und die Chipsatzkühler wurden auch immer mächtiger. Da gab es teilweise die wildesten Konstruktionen und manche Mainboards bestanden gefühlt nur noch aus Kupferkühlern und Heatpipes. Dagegen wirkt unser Brett noch sehr zurückhaltend. Unser Asus-Board ist nicht nur optisch, sondern auch technisch auf der Höhe der Zeit. Wir haben hier den Sockel 775, den es bereits seit Mitte 2004 gab. Durch den Wechsel von PGA auf LGA hatte der Prozessor fortan keine Beinchen mehr, da sich die Kontaktstifte nun im Sockel befinden. Ferner haben wir 2 16-fach PCI-Express-Ports, einen einfachen PCI-Express und 3 normale PCI-Ports, die immer noch nicht tot zu kriegen waren. Hier sind noch 4 DIMM-Slots, ein paar SATA-Anschlüsse und sämtlicher Krimskrams an Bord, den man damals so gebraucht hat. Sogar eine integrierte WLAN-Karte ist mit dabei und die hatte ich damals nicht. Alles in allem ein schönes Ding, wie ich finde, und da sage ich nachher noch was dazu. Unser Herzstück kommt wieder aus dem Hause Intel. Der eine oder andere dürfte jetzt spontan an einen Core 2 Duo Extreme denken, schließlich waren das die schnellsten Gaming-Prozessoren, die es damals gab. Allerdings waren diese Boliden auch unfassbar teuer und damit höchstens was für Enthusiasten mit dickem Geldbeutel. Wir bewegen uns stattdessen in Gefilden normalsterblicher Menschen und greifen auf eine der populärsten CPUs dieser Zeit zurück. Der Intel Core 2 Quad Q6600. Im Januar 2007 erblickte der Prozessor im B3-Stepping das Licht der Welt und besteht im Grunde genommen aus 2 zusammengezackerten Dual-Core-CPUs mit jeweils eigenem Level 2 Cache. Unser Exemplar taktet mit 2,4 GHz, ganz ohne Turbo oder anderen Schnickschnack, unterstützt eine Systembusgeschwindigkeit von mittlerweile 266 bzw. effektiv 1066 MHz und was den Level 2 Cache angeht, hier sind 2x4 MB drinnen. Das war gewaltig, wenn man das mit früheren Prozessoren vergleicht. Gewaltig war allerdings auch die thermische Verlustleistung. Anfangs betrug die TDP noch 105 Watt und mit dem neueren G0-Stepping, wie es auch hier zum Einsatz kommt, müssen nur noch 95 Watt weggekühlt werden.
Unsere CPU war preislich anfangs ebenfalls jenseits von Gut und Böse, mauserte sich jedoch relativ schnell zu einer gängigen Preis-Leistungs-Empfehlung, doch dazu später mehr. Die Kühllösung dürfte der treue Zuschauer bereits aus Folge 5 kennen. Den Skype Shuriken B habe ich damals in weiser Voraussicht zweimal erstanden und der hier ist sogar noch niegelnagelneu und war noch original verpackt, auch wenn der Verpackungsaufdruck schon ein wenig verblasst ist. Der Top-Lauer-Kühler hat sich bereits bei unserem Pentium 4-System bewährt und dürfte mit unserem Core-to-Quad ein leichtes Spiel haben. Vielleicht kriegen wir mit ein bisschen Undervolting ebenfalls Temperaturen von maximal 45 Grad unter Volllast hin. Mal schauen. Unsere Grafikkarte ist ein absolutes Meisterwerk und schlug ein wie eine Bombe. Die Nvidia GeForce 8800 GTX war nicht nur die erste DirectX 10-fähige Grafikkarte, sondern sie setzte auch in Sachen Leistungsfähigkeit ganz neue Maßstäbe und war Ende 2006 das mit Abstand schnellste Grafikbrett, das man für Geld kaufen konnte. Mit dem G80-Chip verabschiedete man sich erstmals von der klassischen Aufteilung in Pixel- und Vertex-Shader, setzte stattdessen auf Unified Shader, die fortan beides und sogar noch Geometrie konnten, und legte damit den Grundstein für die zukünftige Entwicklung. Auch wenn dieses Grafikmonster alle Leistungsrekorde brach und alles andere in den Schatten stellte, forderte das Ganze seinen Tribut. Die Leistungsaufnahme war mit um die 150 Watt unter Volllast ebenfalls rekordverdächtig, weshalb das gute Stück gleich mit 2 6-Pin PCI-Express-Boxen daherkommt. Allerdings hielt sich die Hitzeentwicklung im überschaubaren Rahmen und überraschenderweise auch die Geräuschemissionen, weshalb das Referenzdesign samt Kühler von sämtlichen Bordpartnern unverändert übernommen wurde. In dieser Folge nutze ich jedoch eine Grafikkarte, die mit einem Aftermarket-Kühler von Zalman ausgestattet ist, womit ein etwas leiserer und kühlerer Betrieb möglich sein sollte. Der Arbeitsspeicher ist für unsere heutige Zeitreise erneut völlig drüber, doch den hatte ich damals auch und der ging in der Bucht für exakt 1 Euro plus Versand her. Ich wäre also schön blöd gewesen, wenn ich da nicht zugeschlagen hätte. Während wir in den letzten beiden Folgen noch ein paar windige Hitzebleche bewundern konnten, sind die gewaltigen Alukühlkörper und Heatpipes schon eine andere Hausnummer. Hierbei handelt es sich um zwei 2 GB DDR2-Module von OZZ, die eine Geschwindigkeit von 1066 MHz unterstützen, und von solchen Dingern konnte man damals nur träumen. Im Grunde genommen würden die Speichermodule aus der letzten Folge völlig ausreichen und den damaligen Standard bestens abbilden, aber irgendein Ausreißer muss halt sein. Die Festplatte ist hingegen leichte Kost und nichts Besonderes. Wie die letzten Male auch gilt, voll kriege ich die sowieso nicht, weshalb hier Wald- und Wiesen-Hardware völlig ausreichend ist. Wir verwenden hier eine 3,5 Zoll SATA-Festplatte von Western Digital mit immerhin 160 GB. Falls sich der eine oder andere fragt, warum ich nicht einfach auf SSD setze, nun, ich habe ja schon mehrfach durchsickern lassen, dass ich die Systeme möglichst zeitgerecht halten möchte und SSDs waren zu der Zeit einfach noch kein Thema. Während wir bisher auf 300 Watt bzw. 400 Watt Netzteile für die Pentium 4 Systeme zurückgegriffen haben, nutzen wir nun eines mit 450 Watt und das kommt ebenfalls von Be Quiet. Das hat jetzt auf der 12-Volt-Leitung kaum mehr Leistung als die 400-Watt-Modelle, dafür aber einen 6-Pin PCI-Express-Stecker mehr und damit spare ich mir etwaige Pfuscherei mit irgendwelchen Adaptern. Ich bin da kein großer Fan davon. In Sachen Leistung reicht das jedenfalls dicke aus. Dabei fällt mir gerade siedend heiß ein, dass ich ganz am Anfang dieser Projektreihe mal gesagt habe, dass ich keine 25 Jahre alten Netzteile verwenden will. Ja, aber dass die hier verwendeten PSUs mittlerweile auch 15 Jahre auf dem Buckel haben, war mir gar nicht so bewusst. Da werde ich wohl irgendwann mal zum Rundumschlag ausholen und überall neue Netzteile verbauen. Gut, dann kommen wir zum Gehäuse. Muss ich dazu eigentlich noch irgendwas sagen? Es handelt sich um ein Aerocool Quantum Mesh V2, Aerocool Quantum Mesh V2. Was sonst? Ich glaube nicht und dann machen wir uns jetzt an den Zusammenbau. Bei unserem Mainboard handelt es sich um ein recht gelungenes Gesamtpaket. Das Schnittstellenangebot ist riesig, die Einstellungs- und Übertaktungsmöglichkeiten sind ASUS-typisch auf sehr hohem Niveau und auch in Sachen Stabilität und Leistung spielt unsere Platine ganz weit oben mit. Mit Ausnahme der Multi-GPU-Unterstützung lässt das Board keinerlei Wünsche offen.
Wer sich seinerzeit SLI oder sowas antun wollte, musste ohnehin zu einem Board mit NForce-Chipsatz greifen. Zu der Zeit gab es noch allerhand weitere Bretter von Asus, Gigabyte, MSI und Co. mit Broadwater-Chipsatz und ähnlicher Ausstattung und die messbaren Performance-Unterschiede lagen, wenn überhaupt, im unteren einstelligen Prozentbereich. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Mainboards mit gleichem Chipsatz leistungsmäßig meist sehr dicht beieinander liegen, sofern es sich nicht um absolute Billigheimer handelt. Deshalb war es in aller Regel fast egal, zu welchem Modell man griff, außer man wollte das allerletzte Frame aus seiner Hardware rauspressen. Mit dieser Platine ist man insgesamt recht gut gefahren und musste dafür 160 € auf den Tisch legen, bzw. 180 € für die Wi-Fi Edition. Unsere CPU ist, wie eingangs erwähnt, eine der populärsten Prozessoren dieser Zeit, auch wenn unser Vierkerner erst später diesen Kultstatus erlangte. Der Q6600 läutete so langsam aber sicher die Ära der Quad-Core-CPUs ein, auch wenn es noch eine ganze Weile dauern sollte, bis Spiele und Anwendungen von 4 Kernen profitiert haben. Zwar veröffentlichte Intel schon 2 Monate zuvor den etwas schnelleren QX6700, allerdings war der sündhaft teuer und nicht unbedingt für die breite Masse geeignet. Von unserem Modell konnte man das anfangs auch nicht unbedingt behaupten, schließlich wurden zum Erscheinungszeitpunkt ca. 850 € aufgerufen. Doch der Prozessor war von Anfang an ziemlich gut verfügbar, bot in Medienanwendungen eine unschlagbare Performance und war ein brandheißer Tipp für Overclocker. Nach 3 Monaten fiel der Preis auf 520 € und mit Aufkommen des G0-Steppings wurde die Talfahrt noch einmal deutlich beschleunigt. Im Sommer 2007 gab es den Core-to-Quad 6600 bereits für 270 € und es gab im Grunde genommen kaum ein Argument, warum man sich diesen Prozessor nicht kaufen sollte. Der Prozessor war zukunftssicher, lieferte brachiale Leistung zum Discountpreis und avancierte innerhalb kürzester Zeit zum neuen Volksquad-Core und ging weg wie warme Semmeln. Diese eierlegende Wollmilchsau fand bei ca. 170 € den Boden und überlebte allen Entwicklungen zum Trotz selbst höher getaktete Prozessoren sowie einige 45-Nanometer-Nachfolger. Im Mai 2009 liefen die letzten Modelle vom Band und wurden noch bis ins Jahr 2010 ausgeliefert. Der Q6600 war der mit Abstand beliebteste Vierkerner aus Intels Core-2-Familie und hält bis heute einen gewissen Legendenstatus inne. Ich habe es ja schon offenbart, dass wir mit unserem Arbeitsspeicher erneut übers Ziel hinausgeschossen sind. Das ist jetzt das 3. Mal in Folge, in der wir beim RAM völlig übertreiben, denn unseren Speicher gab es erst im ersten Quartal 2008. Rund um Silvester 2006 waren 2 GB mit einer Geschwindigkeit von effektiv 800 MHz das höchste der Gefühle. Wir verfügen damit über die doppelte Kapazität, die zu der Zeit im High-End-Segment üblich war, und es dauerte ebenfalls bis ins Jahr 2008 hinein, bis sich 4 GB sukzessive durchgesetzt haben. Auch die Geschwindigkeit von 1066 MHz ließ entsprechend lange auf sich warten, allerdings war der Unterschied gegenüber 800 MHz meist nur auf dem Papier ersichtlich. Ende 2006 wurden für 2 GB DDR2-Speicher mit 800er Takt ca. 250 € fällig und wer ebenfalls 4 GB haben wollte, musste folglich das Doppelte auf den Tisch legen. Unser Massenspeicher ist wie immer nur Mittel zum Zweck und fällt dementsprechend klein aus. Allerdings waren 160 GB zu der Zeit nicht einmal mehr eine Empfehlung für irgendwas, denn selbst Basiskonfigurationen beherbergten meist schon 250 GB. Festplatten wurden zunehmend günstiger und der Preisaufschlag für größere Modelle war fast vernachlässigbar, wenn man nicht das Maximum wollte. Während für unser 160 GB Exemplar seinerzeit knapp 60 € zu berappen waren, zahlte man für 250 GB gerade einmal 15 € mehr bzw. 75 €. Nicht selten griff man für High-End-Systeme gerne auch mal auf 2 250 GB Platten zurück und betrieb sie dann im RAID-0-Verbund für maximale Performance.
Unsere Luxuskarte kam zusammen mit einer abgespeckten GTS auf den Markt, sicherte sich ohne jeden Zweifel die Pole Position und hält, wie der Prozessor auch, einen Legendenstatus inne. Man stellte in Sachen Leistung und Qualität neue Rekorde auf und wurde im High-End-Segment zum Alleinunterhalter, sofern Geld für den Käufer keine Rolle gespielt hat. Man konnte nicht nur ATIs Flaggschiff in Form einer Radeon X1950 XTX meilenweit hinter sich lassen, sondern man deklassierte sogar vorangegangene High-End-Modelle aus eigenen Reihen. Nicht einmal ein SLI-Setup aus zwei GeForce 7900 GTX oder ein Dual-GPU-Monster wie beispielsweise die GeForce 7950 GX2 erreichte die Leistung einer einzelnen 8800 GTX. Selbst gegen den kleinen GTS-Bruder tat man sich schwer. Ein halbes Jahr später schob Nvidia eine Ultra-Version mit neuem Stepping und höheren Taktraten nach und legte damit die Messlatte noch ein bisschen höher. Über Sinn und Unsinn dieses Modells kann man sich streiten, denn der Mehrwert gegenüber der GTX hielt sich in meist überschaubaren Grenzen. Wenn man gegen Ende 2006 kompromisslose Leistung wollte, dann führte jedenfalls kein Weg an einer 8800 GTX vorbei. Für dieses Meisterwerk musste man seinerzeit 630 € locker machen und für die kleinere, aber dennoch sehr performante GTS wurden 480 € fällig. Die Ultra schlug später ebenfalls mit 630 € zu Buche, während sich die beiden anderen Karten bis dahin auf 460 bzw. 320 € vergünstigten. Unser Schlachtschiff war bis zum Erscheinen der aufgebohrten Ultra-Karte konkurrenzlos und auch darüber hinaus war unsere Karte sehr schlagkräftig. Erst im Jahr 2008 wurden die beiden G80 Top-Modelle von den weiterentwickelten G92-Karten abgelöst. Es ist vollbracht. Auch wenn ich innerlich kurz ausgeflippt bin. Nicht nur, weil die Kamera beim Zusammenbau gesponnen hat, sondern auch, weil ich über eine Minute gebraucht habe, um die EPS-Stecker da reinzufummeln. Wegen dem CPU-Köhler geht es dort recht eng zu und da wären grazile Frauenhände durchaus von Vorteil. Aber mit meinen dicken Pfoten hat es nun auch geklappt. Dann stecken wir mal alles an. Und kennt jemand von euch diese tollen Adapter? Die hat man damals gebraucht, wenn man keinen modernen Monitor mit DVI-Anschluss hatte. Schöne Zeiten. HDMI gab es zwar schon, war in der breiten Masse, aber erst später ein Thema. Dann schauen wir mal. Oh. Jetzt satt. Ja gut, ist der erste Kaltstart und dieses Verhalten war, glaube ich, sogar Asus typisch. So. Bild ist da, die CPU wird erkannt und der RAM wird jetzt durchgezählt. Sehr gut. Dann mache ich jetzt wieder alles hübsch und bis gleich. Ich habe mir jetzt noch alle Kabel zurechtsortiert, so dass mein innerer Monk Zufriedenheit verspürt und dann machen wir uns an die Installation des Betriebssystems. Eigentlich würde Windows Vista zeitlich wunderbar dazu passen, allerdings dürfte das mit einer der unbeliebtesten Windows-Versionen sein, die es jemals gegeben hat. Und deshalb halte ich es so wie die allermeisten Menschen seiner Zeit, bleibe bei Windows XP und greife erneut auf das 32-bittige Professional mit dem Service Pack 2 zurück. Service Pack 3 gab es erst im April 2008. Für die 64-Bit-Version von Windows XP haben sich damals die allerwenigsten interessiert und Windows Vista wurde erst Mitte 2008 wirklich salonfähig. Die einzigen Nachteile, die wir hier haben, sind der mangelnde DirectX 10 Support und dass maximal nur 3,5 GB Arbeitsspeicher adressiert werden. Nachdem DirectX 10 und unsere Speichergröße ebenfalls erst später von Bedeutung waren, geht unsere Auswahl schon in Ordnung.
Willkommen beim ersten Start von Windows XP. Das dürfte vermutlich genauso unspektakulär werden wie das letzte Mal auch. Schade, hier gibt es ebenfalls keinen Sound, aber das war schon zu erwarten. Woher soll Windows XP auch die Treiber für Hardware haben, die quasi 2 Jahre in der Zukunft liegt? Dann klicke ich das hier mal schnell durch. Windows hat fertig und da ist sie. Die grüne Idylle in ihrer vollen Pracht. Den Blick in den Gerätemanager kann ich mir heute getrost sparen, weil ohnehin etliche Treiber fehlen dürften. Und dann mache ich mich wieder an die Einrichtung und würde sagen, bis nachher. 7:59 Uhr morgens. Wir bewundern nun gemeinsam den zweiten Start von Windows XP. Was auch sonst. In Sachen Einrichtung hat die Kiste hier bisher am meisten Zeit beansprucht. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur Windows installiere, schnell ein paar Spiele und Programme raufklatsche und dann loslege, sondern ich überspiele nach den Installationen noch allerhand Daten, konfiguriere und teste, was das Zeug hält und richte mir alles so ein, wie ich das gerne hätte. Und das dauert seine Zeit. Vor allem, wenn ich das so haben will, wie ich das damals selbst hatte. Dann gebe ich wieder mein super-duper-Kennwort ein. Auf den ersten flüchtigen Blick könnte man meinen, dass es sich hier um Windows Vista handelt. Doch auf den zweiten Blick entpuppt sich die Aufmachung als Mogelpackung. Ich habe mich nämlich einem Vista Transformation Pack bedient, welches ich seinerzeit ebenfalls in Use hatte. Über Sinn und Unsinn solcher Modifikationen kann man sich sicherlich streiten, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Irgendwelche Optimierungstools kommen diesmal nicht zum Einsatz und ich habe mich darauf beschränkt, der CPU im BIOS 100 mV weniger zu geben. Das Ergebnis sind maximal 45 Grad unter stundenlanger synthetischer Volllast bei flüsterleisen 1100 Touren. Was will man mehr? Das Einzige, was hier Krach macht, sind die Standard 0815 FRGB Gehäuselüfter sowie die Grafikkarte, aber das ist mit Hinblick auf die damaligen Gegebenheiten wirklich Meckern auf hohem Niveau. Dann starten wir nun mit den Benchmarks und beginnen heute direkt mit dem 3D Mark 03. Während wir uns in Folge 5 aus gutem Grund von 3D Mark 99 Max und 2000 verabschiedet haben, fällt heute mangels Relevanz und Aussagekraft auch die Version 2001 unter den Tisch. Die hat auf so einem System einfach nichts mehr zu suchen. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der 3D Mark 03 für unsere Zusammenstellung auch nicht mehr so wahnsinnig zeitgemäß ist. Die Radeon X800 aus der letzten Folge habe ich bereits gebencht und bespielt und kleiner Spoiler vorweg, das hätte ich mir schenken können. Wenn man sich die Grafikkarten hier mal anschaut, dann ist der optische Unterschied schon enorm. Moment. Darf ich vorstellen, die zweite und beste Grafikkarte, die es damals von Nvidia gab. Die Riva 128 aus Mitte des Jahres 1997. In Folge 1.1 hatte ich die ZX-Version, die wurde mittlerweile ersetzt und das hier ist meine Ersatzkarte. Die Karte lieferte damals eine respektable 3D-Leistung, auch wenn die Qualität noch nicht ganz an die Konkurrenz heranreichte. Danach folgte die Riva TNT, die in den meisten Lebenslagen aus dem Stand heraus fast alles andere versägt hat und der Rest ist dann Geschichte. Zwischen diesen beiden Karten liegen fast 10, genauer gesagt 9,5 Jahre. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das überhaupt zeige und erzähle. Ich finde es einfach beeindruckend. Und während die Grafikkarten immer monströser wurden, sind die CPUs hingegen geschrumpft.
Hier hätten wir beispielsweise den Pentium MMX 200, wie er zum Anfang dieser Projektreihe zum Einsatz kam, und hier ist unser Core 2 Quad. Und wenn man die Dinger in die Hand nimmt, dann merkt man oder bildet sich einzumerken, dass hier nur ein paar Millionen Transistoren drinnen stecken und hier über eine halbe Milliarde. Ach so, und hier liegen exakt 10 Jahre dazwischen. Die Markteinführung des Pentium MMX war am 8.01.97 und die des Core 2 Quad am 8.01.2007. Und das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das gab's so nie wieder. Genug der Gegenüberstellung und dann lassen wir das jetzt hier einfach mal durchlaufen. 8:01 Uhr Abend. Die Benches sind alle durch und dann schauen wir uns die Resultate gemeinsam an und ich versuche mich heute kurz zu fassen. Für unsere Nvidia-Karte kommt der Forceware-Treiber in der Version 163.75 zum Einsatz. Für unsere Radeon X800 nutzen wir erneut den Catalyst 5.13 und als Chipsatztreiber Intels Inf-Paket 801002. Dann legen wir los mit dem 3D Mark 03 und erinnern uns an die letzte Folge, in welcher unser effizientes Kraftpaket knapp 9000 Punkte erreicht hat. Das war durchaus Tat und Schuld angemessen, auch wenn die Grafikkarte unser System ausgebremst hat. Paart man die kleine Midrange-Karte mit unserer fetten Plattform, dann wird das Bottleneck deutlich, denn nach etwas über 9300 Zählern ist bereits Feierabend. Kommen wir zu unserer High-End-Karte und hier schaffen wir mit einem Score von beinahe 39.000 locker das Vierfache und das ist fürs Erste ziemlich stattlich. Nun ist der 3D Mark 03 ankündigungsgemäß aber nicht mehr so wahnsinnig bedeutsam, weshalb wir gleich zum nächsten Kandidaten springen. Nummer 2 hört auf den Namen 3D Mark 05. Dann gucken wir wieder geschwind auf ein Ergebnis aus Folge 6 und hier standen immerhin gut 4100 Zähler auf dem Tacho. Stellt man der X800 bei diesem Benchmark nun einen Quad-Core beiseite, dann gibt's hier nochmal richtig Gas und erreicht? Richtig, nicht viel mehr. Bei 4300 ist der Ofen aus, was aber zu erwarten war. Sobald wir unser Prachtstück durch den Benchmark jagen, stehen stolze 14.900 auf der Uhr, was ebenfalls für sich spricht. Für den folgenden Balken bedienen wir uns einem Vergleichswert aus dem Internet und hier kommt kein gemütlicher Vierkerner zum Einsatz, sondern ein Intel Core 2 Extreme X6800, der von 2,93 auf 3,46 GHz übertaktet wurde. Damit wird nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt und mit 17.600 Punkten führt diese Combo das Ranking an. Das heißt, dass unsere CPU in diesem Szenario schlichtweg limitiert und sich unsere 8800 GTX mit einem schnellen Dual-Core etwas wohler fühlt. Nachdem der 3D Mark 2001 weggefallen ist und wir uns im Jahr 2006 bzw. Anfang 2007 befinden, was liegt da näher, als nun den 3D Mark 06 zu fahren? Unser schnörkelloser Mittelklasseheld aus dem letzten Video erreicht mit unserem neuen Unterbau 1300 Zähler, was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass dieser Benchmark exzessiven Gebrauch vom Shader Modell 3 macht und die kleine Radeon-Karte nur Shader Modell 2 unterstützt. Der Shader Modell 2 Score liegt bei immerhin etwas über 600. Kommen wir wieder zu unserem krassen Grafikbrett und das knallt uns 11.900 aufs Parkett. Wow, ist schon wieder Rhyme-Time? Ja, manchmal habe ich lichte und poetische Momente. Der SM2-Score bewegt sich bei dieser Karte mit knapp 4.900 Zählern in ganz anderen Sphären und das macht nochmal deutlich, was da für eine Power drin steckt. Dann blicken wir wieder auf unseren Vergleichswert aus dem World Wide Web und sehen dieses Mal ein paar Punkte weniger. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, doch das Bottleneck scheint sich aufzulösen, beziehungsweise sieht es so aus, als dass der Benchmark nun von einem Quad-Core profitiert. Dann sagen wir noch kurz Hallo zur Sandra, genauer gesagt zu SI Software Sandra und werden aufgrund des zeitlichen Fortschreitens wieder zweigleisig fahren. Wir nutzen sowohl die Version 2004 Service Pack 2 als auch 2007 mit dem Service Pack 1. Beginnend mit dem Arithmetik-Benchmark ist der Unterschied schon gewaltig, allerdings kommen hier auch mehrere Faktoren zusammen. Der Pentium M ist ein Single-Core-Prozessor, der mit 533 MHz nur halb so schnell angebunden ist wie der Core 2 Quad und taktet auch etwas niedriger. Drum wundern mich diese Resultate überhaupt nicht. Bei der neueren Version nutzt der Whetstone SSE 3, weshalb sich die Werte verschieben. Beim Multimedia-Benchmark ist die Sache ähnlich. Der Core 2 Quad erreicht, oh Wunder, ein Vielfaches und lässt den Pentium M ziemlich alt aussehen. Dabei darf man nicht vergessen, dass der Pentium M 2 Jahre zuvor eine der besten Spiele-CPUs war und mit ein bisschen Overclocking ausnahmslos jeden Single-Core versägt hat und selbst Intels Extreme Edition als auch AMDs FX-Prozessoren für den Sockel 939 hinter sich ließ. Tja,
Dann kam immer mehr der Dual-Core in Mode und ein Jahr später, Ende 2005, Anfang 2006 rum, hat kaum noch ein Hahn nach einem Einkerner gekräht. Ja, so schnell ging das damals. Bei unserer Sandra aus dem Jahr 2007 kommt beim Integra SSE 4 zum Einsatz, weswegen die Werte erneut auseinanderdriften. Dann schauen wir zum Abschluss dieser grauen Theorie noch auf die Speicherbandbreite. Während unser Desktop gewordenes Notebook in der letzten Folge mit 3 GB pro Sekunde recht zurückhaltend war, können wir bei unserer aktuellen Zusammenstellung 5,6 GB die Sekunde bewundern. Zwar sind wir hier noch eine gute Ecke vom theoretischen Maximum entfernt, welches 8,5 GB pro Sekunde beträgt, doch solche Messungen sind eben nur Theorie. Die Ergebnisse sind schon ziemlich beeindruckend, auch wenn sie eben eher theoretischer Natur sind. Ihr kennt meine Predigten dazu, weshalb ich mir weitere Ausführungen sparen kann. Dann blenden wir sicherheitshalber die Sidebar aus, weil die bei 3D-Anwendungen vereinzelt durchblitzen kann, und beginnen unsere Spieletests mit dem Spiel, mit dem wir die vorangegangene Folge beendet haben: Need for Speed Most Wanted. Hi, I'm Josie Meredith. So, dieses Mal gibt es auch Musik dazu, nachdem die aus welchen Gründen auch immer im letzten Video nicht lief. Wir lassen zur Vergleichbarkeit die Auflösung nochmal kurz bei 1024 x 768, ansonsten ist alles wie das letzte Mal und dann legen wir ohne Umschweife los. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Mit locker 70 Frames erreichen wir mehr als das Doppelte gegenüber der Radeon X800. Dann schrauben wir jetzt mal die Auflösung hoch, allerdings lässt das Spiel keine höhere Auflösung als 1280 x 1024 zu. Zwar gibt es Widescreen-Patches und so'n Zeug, aber ich möchte das hier so original wie möglich lassen. Wie man sieht, sind die Frameraten praktisch gleich und wer in Folge 6 gut aufgepasst hat, weiß, was hier der Bremsklotz ist. Most Wanted stammt nicht nur aus einer Zeit, in der das 16:9 Format eher die Ausnahme war, sondern auch Dual-Cores gerade erst das Licht der Welt erblickt haben, weshalb sich das Spiel für unseren Core-2-Quad nicht wirklich interessiert. Ein flotter Core-2-Duo wäre bei diesem Titel vermutlich sinnvoller. Falls sich an dieser Stelle jemand fragt, warum in unserer Retro-Bastelei mit Ausnahme unseres Super Sockel 7 Systems ausschließlich Intel-Prozessoren zum Einsatz kamen, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass ich damals Intel-Fanboy war, sondern weil ich die CPU-Entwicklung des blauen Halbleiterriesen insgesamt etwas interessanter und prägender finde. AMD hatte auch seine Höhepunkte, gar keine Frage, doch hielten die sich seinerzeit in recht überschaubaren Grenzen. Zwar landete AMD mit den K7 und K8 CPUs konkurrenzfähige Preis-Leistungskracher, doch mehr Glanzmomente gab es damals einfach nicht. Und bevor einer mit dem Athlon 64 um die Ecke kommt, 64-Bit-CPUs gab es schon viel früher. AMD war zwar der Erste, der diese Erweiterung in Desktop-CPUs implementiert hat, allerdings brachte das für 99% der Nutzer keinen Mehrwert, da dieses Feature erst Jahre später mit dem Aufkommen von Windows Vista an Bedeutung gewann. Klar, bei Intel war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, und die Netburst-Ära war insgesamt ein Desaster. Doch ab Mitte 2006 sicherte sich Intel mit dem Core-2-Duo auf einen Schlag und ohne jeden Zweifel die Vorherrschaft und verwies AMD dauerhaft und auf breiter Front zurück auf die hinteren Plätze. Das lag nicht zuletzt an der hervorragenden Leistung und einer überraschend fairen Preisgestaltung, sondern auch an Intels unsäglichem Geschäftsgebaren. Doch davon ab setzte sich AMD in der Zwischenzeit mit den K10 CPUs und später mit Bulldozer bei der Spielerschaft zusehends selbst schachmatt. Es war eigentlich völlig egal, welche Prozessoren man hervorbrachte, man war der Konkurrenz durchweg unterlegen. Die CPUs waren zwar ziemlich günstig, aber trotzdem relativ lahm. Doch nach dem Tal der Tränen erhob sich AMD im Jahr 2017 mit der Zen-Architektur wie ein Phönix aus der Asche und macht bis heute Intel das Leben schwer. Abgesehen davon, dass sich Intel zurzeit selbst ins Aus manövriert.
Ja, so kann's gehen und vielleicht kann der eine oder andere meine Entscheidung für Intel-CPUs in dieser Projektreihe nun etwas besser nachvollziehen. Nach diesem kleinen geschichtlichen Ausflug bleibt festzuhalten, dass alles läuft wie es soll, die Frames bleiben stabil und es gibt keinen Grund zur Beanstandung. Mit diesem Fazit gehen wir wieder zurück zu Windows. Der nächste Vergleichspartner hört auf den Namen Call of Duty 2. Dann einmal rein in die Optionen und auch hier lassen wir gegenüber der letzten Folge erst einmal alles unangetastet. Und dann starten wir erneut in Stalingrad. Buildings one by one, and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go! Enemy infantry! Up on the second floor! Ja, um die 70, 80 Frames plus minus ist schon ordentlich. Und ich bin tot. Wow, nach gerade einmal 20 Sekunden. Das ist ein neuer Rekord. Dann versuche ich es gleich nochmal. Nur werden wir jetzt die Auflösung auf 1080p hochschrauben und verabschieden uns hiermit offiziell von geringeren Auflösungen. Tschüss! Schließlich haben wir hier ein High-End-System. Ah, das sieht schon schön aus. Über 60 Frames und dafür, dass das Spiel fast 20 Jahre auf dem Buckel hat, sieht es selbst nach heutigen Maßstäben noch ziemlich ansehnlich aus. Auch hier spielt Mehrkernoptimierung keine Rolle, sonst würde es wohl noch einen Schnuff besser laufen. Aber gut, damals ist man auch den Frames nicht so hinterhergejagt, wie man es heute tut. Dieses „Ich brauche 12 Sekunden Frames, sonst kann ich nicht spielen" ist so eine Marotte der heutigen Generation. Wenn der Monitor nur 60, 100 oder 144 Hertz kann, dann ist jedes Frame mehr einfach nur Quatsch. Mal gucken, ob ich es heute schaffe, den Panzer zu sprengen. Mein vorangegangenes Scheitern lag natürlich an der beschissenen Auflösung, ganz klar. Und dann geht's wieder zurück auf den Desktop. Und für den Fall, dass es noch keiner registriert hat, auch auf dem Desktop sind wir nun bei 1080p angekommen. Fortan werden alle Spiele in dieser Auflösung getestet, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass Full HD Ende 2006, Anfang 2007 rum die absolute Ausnahme war. Für die allermeisten waren 1680 x 1050 das höchste der Gefühle. Just Cause kam im September 2006 raus und hat mächtig Spaß gemacht. Wir werfen einen kurzen Blick in die Einstellungen. Alles auf Maximum und hiervon darf man sich nicht beirren lassen. Das Spiel gibt zwar im Menü keine 1080p her, lässt sich aber mittels entsprechender Startparameter in Full HD betreiben. Dann laden wir noch einen Spielstand und schauen uns mal den Inselstaat San Esperito an. Die Frames pendeln sich bei soliden 60 Frames ein und das ist mit Hinblick auf die Detaildichte schwer in Ordnung. Es liegt die Vermutung nahe, dass auch hier die CPU ein bisschen limitiert und Taktrate über Kernanzahl geht. Eine noch dickere Grafikkarte oder gar SLI würde hier nichts bringen.
Apropos SLI. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir in unserem High-End-System auf SLI verzichten und uns stattdessen mit einer einzigen Grafikkarte begnügen. Zwar habe ich mehrere GTX-Karten hier rumliegen, doch ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Zum einen, weil das mit unserem Core 2 Quad ein ziemlich sinnloses Unterfangen wäre, da selbst ein maßlos übertakteter Core 2 Extreme viel zu lahm für ein solches Gespann ist. Zum anderen waren Nvidias SLI sowie ATIs bzw. AMDs Crossfire nur eine Randerscheinung, die nie eine herausragende Rolle gespielt haben. Auch wenn das manch einer verkennt und sich der Verdacht aufdrängt, dass das damals das große Ding war, was jeder hatte und jeder wollte. Mitnichten. Das war mehr ein Spielzeug für einen kleinen Kreis von Hardware-Liebhabern mit Geldscheißer. Mit dem passenden Unterbau konnte man anfangs 2, später sogar 3 oder 4 Grafikkarten im Verbund betreiben, die sich dann die Rechenarbeit geteilt haben. Mit 2 Grafikkarten konnte man meist um die 60% mehr Leistung erreichen, mal mehr, mal weniger. Allerdings hing das stark vom Spiel und den verwendeten Einstellungen ab und ob der Titel beispielsweise für SLI oder Crossfire optimiert war oder nicht. Manchmal kam es sogar vor, dass man kaum einen Mehrwert daraus ziehen konnte. Das traf insbesondere bei der Verwendung von 3 oder 4 Grafikkarten zu. Die Skaleneffekte ließen gegenüber einem Zweiergespann sehr zu wünschen übrig und am Ende des Tages überwogen allen Ambitionen zum Trotz die Nachteile. Abgesehen von den exorbitanten Anschaffungskosten, dem hohen Verbrauch sowie der gewaltigen Abwärme- und Geräuschentwicklung vermiesten zunehmend wahrnehmbare Mikroruckler den Spielspaß. Das war ein Thema, welches man bis zuletzt nicht richtig lösen konnte. Doch egal ob 2, 3 oder 20 Grafikkarten, Crossfire und SLI waren nie für die breite Masse gedacht, auch wenn sich manch Otto-Normalnutzer mit Mittelklasse-Karten daran versucht hat. Zu der Zeit wurde übrigens auch die Idee von Dual-GPU-Grafikkarten wiederbelebt und man flanschte einfach 2 Grafikprozessoren auf ein PCB und umging damit ein Groß der Nachteile. Doch auch diese Grafikkarten blieben ein Nischenprodukt und litten unter Mikrorucklern. Wenn man sich durch alte Forenbeiträge dieser Zeit wühlt, dann hinterließen SLI, Crossfire und Dual-GPUs einen gemischten Eindruck. Nicht wenige waren enttäuscht und gaben dieses Setup anschließend wieder auf. Tatsache ist, dass die allermeisten Spieler mit einer leistungsstarken Single-Grafikkarte oft besser bedient waren. Kein Wunder also, dass AMD und Nvidia ihr Engagement zunehmend zurückgefahren haben und Multi-GPU-Lösungen vor Jahren aussterben ließen. Und deshalb ist unsere Zusammenstellung ebenso wie sie ist, mit einer einzigen Grafikkarte und die macht ihre Sache richtig gut. Die Frameraten bleiben stabil und jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, dass ich weder ein Wort zu Just Cause noch zu dieser unfassbar riesigen Spielwelt verloren habe. Ich gleite jetzt per Fallschirm einfach mal an den Strand und dann genießen wir gemeinsam die schöne Idylle. Ach komm, jetzt bin ich echt gegen diesen scheiß Baum geklatscht. Na gut, so ist das Spiel wenigstens beendet und ich komme nicht in Versuchung, hier noch ewig rumzusandeln. Dann gucken wir uns den nächsten Titel an, den der eine oder andere von euch kennen dürfte. Meine 3 treuen Zuschauer kennen den Ablauf, also machen wir was? Richtig, Optionen glotzen. Wir fahren auch hier 1080p, ansonsten lässt sich nichts weiter einstellen und auf Anti-Aliasing und so ein Zeug verzichten wir. Da ist er wieder, der Garant für gute Spiele. Flatout 2 kam im Juni 2006 für den PC raus und hat richtig Bock gemacht. Wie bei vielen anderen Spieleserien auch, habe ich den ersten Teil nie gespielt, dafür habe ich den hier gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Dann starten wir am besten gleich mit einem Crash Derby, suchen uns noch eine Karre aus und dann würde ich sagen, Feuer frei. Herrlich, da werden wieder Erinnerungen an alte Zeiten wach. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Konfiguration an meine damalige Anschaffung angelehnt ist. In jungen Jahren hatte ich keine Kohle und deshalb lediglich ein Sockel 478-System mit Pentium 4 Northwood und meine 3 treuen Zuschauer wissen das bereits aus Folge 5. Doch irgendwann musste ich mir eingestehen, dass damit nicht mehr wirklich was vorangeht, also musste etwas Neues her. Das dürfte Anfang 2009 gewesen sein.
Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals mit einem Arbeitskollegen in der S-Bahn unterwegs war und zwischen Feierabend und Heimweg mal eben ein gebrauchtes Bundle für 250, 300 Euro rum erstanden habe. In Sachen Performance war das ein Quantensprung und Spiele, die vorher irgendwie, liefen, sind auf einmal nur so über den Bildschirm gerannt. Ich hatte seinerzeit jedoch keine 8800 GTX, sondern nur die kleinere GTS mit 640 MB und anfangs nur einen Core 2 Duo E6700. Den Core 2 Quad Q6600 hatte ich erst etwas später. Doch das tat diesem Wow-Effekt überhaupt keinen Abbruch. Selbigen Arbeitskollegen habe ich das dann gezeigt und wir waren beide baff, was die alte Hardware auf den Monitor zaubert. Auch wenn es jetzt den Eindruck erwecken könnte, ist es jetzt nicht so, dass ich damals nur vor dem PC gehangen bin. Ganz im Gegenteil. Ich war zwar immer noch chronisch pleite, trotzdem war ich oft auswärts und viel unter Leuten. Ich verbinde diese Hardware gar nicht mal so sehr mit der Spielerei, sondern sie erinnert mich vielmehr an diesen Lebensabschnitt. Da war ich gerade mal 20 und es war trotz finanzieller Engpässe irgendwie eine unbeschwerte Zeit. Und das ist auch schon wieder 16 Jahre her. Okay, bevor ich jetzt hier noch sentimental werde, schaut mir lieber auf die Spiele-Performance. Man hatte schon am Frame-Counter gesehen, dass die Spielengine bei 100 Frames limitiert, obwohl unser System zu deutlich mehr in der Lage sein dürfte. Und schon ist meine Karre Schrott. Es hat trotz meiner Niederlage für den zweiten Platz gereicht und dann geht es wieder zurück auf den Desktop. Dann blicken wir auf das nächste Spiel, welches vermutlich die wenigsten von euch auf dem Schirm haben. Diese Animation stammt noch aus einer Zeit, in der Ubisoft-Spiele Spaß gemacht haben. Driver Parallel Lines erschien im März 2006 für die PlayStation 2 und Xbox und erst im Juni 2007 für den PC. Routinemäßig gucken wir auch hier wieder ins Grafikmenü. 1080p und alle Regler auf Anschlag. Dann schauen wir mal. Wir beamen uns mal direkt zum Versteck inmitten der City. Wenn wir an den Vorgänger aus Folge 6 denken, der eher an eine Beta-Version erinnert, dann sieht das hier auf den ersten Blick signifikant besser aus. Auch wenn Parallel Lines die gleiche Grafikengine nutzt wie Driver 3, die jedoch ordentlich aufpoliert wurde. Die Änderungen gegenüber dem dritten, völlig verkorksten Teil sind deutlich. Es gibt zwar nur noch eine Stadt, die dezent an New York angelehnt ist, doch die ist relativ groß und wirkt etwas lebendiger. Das Missionsdesign wurde grundlegend geändert, womit endlich ein bisschen Open-World-Feeling aufkommt und es gibt nun Garagen, in denen man seine Fahrzeuge parken, bisschen aufmotzen und lackieren kann. Und das monotone und nervtötende Hintergrundgedudel ist lizenzierter Musik gewichen. Es gibt auch einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, aber leider kein Wettersystem. Eine der großen Stärken ist die Fahrphysik und wieder einmal das Schadensmodell. Und um das zu demonstrieren, crashen wir mal wieder eine Runde. Da hat man es vielleicht gesehen, dass der Protagonist nun nicht mehr wie eine Salzsäule hocken bleibt, sondern sich beim Crash mitbewegt. Wenn die Kamera die richtige Perspektive erwischt, dann sieht man auch, wie der sich an den Kopf langt. Jetzt sind wir hier am Times Square angekommen, werden jetzt ganz professionell einparken und dann schauen wir hier mal ein bisschen blöd in der Gegend rum. Es ist nicht sonderlich viel los, doch das schaut schon recht hübsch aus. Dann beamen wir uns jetzt in der Zeit zurück und wechseln mal die Ära. Denn Driver Parallel Lines hat zwei Handlungsstränge, der eine spielt in den 70ern und der andere in den frühen 2000ern, daher auch der Name.
Unser Protagonist namens TK ist nun erkennbar jünger und die Umgebung hat sich ebenfalls verändert. Dann gehen wir nochmal zum Unterschlupf und fahren nochmal zum Times Square. Wie man sieht, wirkt sich die Zeitreise nicht nur auf unser alter Ego und paar Texturen aus, sondern geht noch ein bisschen weiter. So ist der Fuhrpark samt Fahrphysik, die Hintergrundmusik und das Waffenarsenal angepasst. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass in dieser Ära das World Trade Center noch steht und im modernen Setting fehlt. Vermutlich gibt es da noch mehr Details, aber das ist das Gröbste, was mir so einfällt. Super, jetzt habe ich hier die Polizei am Arsch. Aber stimmt, bei Driver war das immer so ein Ding, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen bei den Ordnungshütern nicht so gut angekommen sind. Bei GTA war das hingegen völlig egal. Apropos GTA, ich gehe mit Nichtwissen davon aus, dass sich der eine oder andere vielleicht gerade denkt, dass GTA viel besser war. Klar reicht Driver nicht an Top-Titel dieser Zeit ran und bietet auch nicht so einen riesigen spielerischen Umfang. Doch auch wenn es grafisch nicht jeden vom Hocker haut, sieht es ziemlich gut aus und weiß auf seine Weise zu begeistern. Und bevor einer anfängt, GTA 4 kam deutlich später raus. Zwischen den PC-Versionen beider Spiele liegen 1,5 Jahre und zwischen den Konsolenversionen sogar 2 Jahre, weshalb hier jeder Vergleich hinkt. Vielleicht sollte man auch einfach mal aufhören, alles mit GTA zu vergleichen. Dann sind wir auch hier am Zielort angekommen und werden unser Vehikel sach- und fachgerecht parken. Ja, das Schadensmodell ist schon hübsch anzusehen. Mit ungefähr 60 Frames, je nach Szenario, läuft das hier jedenfalls super und dann beenden wir das mal wieder. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten und schauen uns nochmal einen Ego-Shooter an, der zwar gut war, allerdings im Schatten von Crysis stand. Call of Duty 4 kam eine Woche zuvor, am 8. November 2007 auf den Markt und erhielt reihenweise gute Wertungen. Wir spiken hier einmal durch die Einstellungen. Full HD-Auflösung, alles auf Maximum, ohne Anti-Aliasing, außer die dynamischen Lichter sowie die Modell- und Wasserdetails kriege ich nicht über normal eingestellt. Und dann starten wir da, wo auch immer ich aufgehört habe. Ich war damals nur ein Lieutenant, hab die Drecksarbeit gemacht. Tschernobyl. Weihnachten für die Bösen. Eine der besten Call of Duty-Missionen aller Zeiten. Ich glaube, dass jetzt der Moment gekommen ist, an dem ich einfach mal die Fresse halte und das Spiel für sich sprechen lasse. Zu hohe Strahlung. Wir müssen außen herum. Mehr nach. Bloß nicht auffallen. Vorsicht, hier ist alles radioaktiv verseucht. Wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Bereithalten. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Bewegung. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Dort warten. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Okay. Los. Aufrücken. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben, da haben wir eine bessere Sicht. Ziel erledigt. Los.
Alles klar hier. Auch Call of Duty 4 läuft absolut traumhaft. Im Grunde genommen ist es völlig egal, welches Spiel wir aus den Jahren 2006 und 2007 starten, da unsere Kiste ausnahmslos jeden Titel dieser Zeit rockt. Um die Frage vorwegzunehmen, yes, it can run Crysis. Auch wenn ich das Spiel, wie so viele andere Titel auch, nie gespielt habe. Dann testen wir jetzt noch 2 Games aus dem Jahr 2008 und schauen, was unsere Maschine da noch zu leisten vermag. Ja, so sah das damals bei mir auch aus. Ein Crack, ich meinte Patch von Razer 1911. Da gab es beispielsweise noch Codex oder Skid Row und es kann mir keiner von euch erzählen, dass er sowas noch nie in seinem Leben benutzt hat. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. GTA 4 erschien im Dezember 2008 für den PC und war ein Meisterwerk der Superlative. Zwar habe ich das Spiel im Original da, doch nachdem die Kiste ausschließlich offline betrieben wird, ließen sich ohne dieses, spezielle Update die Spielstände weder speichern noch laden. Warum das jetzt hier so pixelig aussieht, weiß ich gar nicht. Nicht, dass das jetzt im Safe-Mode läuft, weil ich das Spiel nach dem letzten Testing vermutlich liebevoll abgewürgt habe, statt es normal zu beenden. Wir werden die Auflösung jetzt mal hin und her wechseln und dann passt das wieder. Wir spielen auch hier in 1080p, haben alles immerhin auf Hoch und bei den ganzen Darstellungsdistanzen und Dichten beschränken wir uns auf 80 und bei der Schattendichte auf 8. Normalerweise wären diese Einstellungen auf unserer Hardware so gar nicht möglich, aber auch hier bedienen wir uns wieder ein paar Startparametern, womit sich etwaige Limits aushebeln lassen. Ob das dann noch spielbar ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. Dann lassen wir uns mal überraschen. Das sieht bisher erstaunlich brauchbar aus. Du laber mich nicht voll. Und dann begeben wir uns analog zur Driver zum Times Square. Normalerweise würde GTA 4 auf unserer Kiste gar nicht erst starten, unabhängig davon, ob wir hier Piratenkekse und Startparameter nutzen oder nicht. Das Spiel verlangt bei Windows XP mindestens nach Service Pack 3, ansonsten braucht es Windows Vista mit dem Service Pack 1. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass hier Windows XP Professional mit dem Service Pack 2 installiert ist. Wer noch besser aufgepasst hat, hat bei der Versionsnummer auf dem Desktop das Service Pack 3 erspäht. Allerdings handelt es sich dabei um eine dreiste Lüge. In der Registry verändert man einfach im Schlüssel CSD-Version den Wert von 200 auf 300, startet den PC neu und schon denken alle Anwendungen, dass Service Pack 3 installiert ist. GTA 4 war phänomenal und setzte neue Maßstäbe, nicht nur spielerisch und grafisch, sondern auch in Sachen Systemanforderungen. Der Titel war für seinen Hardwarehunger bekannt und Henner Schröder von der PC Games Hardware sagte einst rückblickend, dass der PC, auf dem GTA 4 einwandfrei läuft, erst noch erfunden werden muss. Selbst Dual-GPU-Schwergewichte wie die GeForce GTX 295 von Anfang 2009 waren nicht in der Lage, mehr als 60 Frames zu zeichnen und auch spätere High-End-Modelle bissen sich an dem Titel die Zähne aus. Unsere in Würde ergrauten Legenden zaubern immer noch eine halbwegs konstante Mit-20er Bildrate auf den Monitor. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass zwischen diesem Spiel und unserer Hardware 2 Jahre liegen. Trotzdem konnte man dann langsam über eine neue Grafikkarte nachdenken. Ganz anders sah das beim Prozessor aus. Unser Core 2 Quad hatte dann zwar schon einige Zeit auf dem Buckel, aber immer noch genug Dampf, um mitmischen zu können. Notfalls hat man die CPU übertaktet und hatte dann für weitere 2 Jahre seine Ruhe. Und so konnte man die Plattform, so wie wir sie hier gerade verwenden, lockerflockig ein halbes Jahrzehnt nutzen, ohne dass man groß ins Hintertreffen geriet. Selbst als im Jahr 2011 Intel Sandy Bridge das Licht der Welt erblickt hat, musste sich der alte Opa nicht verstecken, auch wenn er schon längst nicht mehr mit den neuen Generationen mithalten konnte. Dann parken wir mal wieder ein und schauen auch hier nochmal blöd in der Gegend rum.
Hier ist ein bisschen mehr los und ich bin begeistert, wie gut das läuft. Meiner Meinung nach das beste GTA aller Zeiten und damals gab es noch nicht so ein albernes Theater wie heute bei GTA 6. Das ist maximal nervig und der Titel kann mir mittlerweile gestohlen bleiben. Nachdem sich in unserer Retro-Bastelei eine gewisse Routine eingeschliffen hat, schauen wir uns zum Abschluss wieder eine Rennspielperle an. Und das meine ich diesmal völlig unironisch. Nachdem ich der Need for Speed-Reihe den Rücken gekehrt habe, weil ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, alles, was nach Most Wanted kam, einfach nur scheiße fand, wildern wir jetzt mal im Lager von Codemasters. Race Driver Grid erschien im Mai 2008 für den PC und gehörte aus dem Stand heraus zu den Top-Titeln in diesem Genre. Hallo Rowdy, dein Wagen steht für dich bereit. Wir haben hier 1080p und dieses Mal sogar vierfach MSAA aktiviert und in den erweiterten Optionen alles auf hoch, außer die Reflexionen, die verharren auf mittlerem Niveau. Wenn es nach mir geht, würde ich alles auf Ultra stellen, aber der übernimmt bzw. speichert die Settings nicht, egal was ich auswähle. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ich habe schon vieles ausprobiert, aber vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich. Wir fahren hier jetzt eine Runde in Le Mans und schauen mal, ob ich das noch hinkriege. Das dürfte heute das erste Mal nach 9 oder 10 Jahren sein. Grafisch bewegte sich das Spiel auf sehr hohem Niveau und sieht auch heute noch ziemlich schick aus. Man hat einen umfangreichen Fuhrpark, etliche Strecken und erstmalig auch ein Flashback-Feature. Das heißt, dass man nach einem Crash mit Totalschaden die Szene um 10 Sekunden zurückspulen und von diesem Punkt aus neu starten konnte. Dieses Feature kam später auch in anderen Rennspielen zum Einsatz, doch damals war das einmalig. Ich fand auch das Schadensmodell super. Das war dann nicht wie zum Beispiel bei Need for Speed und anderen weichgespülten Titeln, dass man fahren konnte wie ein Wildschwein. Da wirkte sich jede Kollision auf die Karosse und zunehmend auf das Fahrverhalten aus. Und wenn man es übertrieben hat, dann war die Karre Schrott. Race Driver Grid war jetzt natürlich keine hammerharte Simulation, sondern tendenziell arkadelastig, bot aber auch realistische Elemente und das machte das Spiel sehr beliebt. Jetzt höre ich mal kurz auf zu reden, dann fahre ich vielleicht auch nicht mehr so einen Scheißdreck zusammen. So wie ich hier gerade fahre, hätte ich auf einer echten Rennstrecke schon ein paar Zeitstrafen kassiert oder wäre von der Rennleitung längst disqualifiziert worden. Aber kaum schweige ich, klappt's auch mit dem Fahren. Das ist dann der Beweis, dass das männliche Hirn nicht fürs Reden konzipiert ist. So, das muss jetzt nur noch irgendjemand den Frauen erklären. Gut, bevor ich mich in Stereotypen verliere, schauen wir noch kurz auf den Frame-Counter. Wir haben hier solide 50 Frames und das ist völlig in Ordnung. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass Race Driver Grid seinerzeit recht moderate Systemanforderungen hatte und deshalb deutlich flüssiger läuft als zum Beispiel GTA 4. Dann bringen wir die Runde mal zu Ende und schauen, ob ich den ersten Platz halten kann.
Yes! Erster, so muss das. Dann beenden wir das mal wieder und dann reicht das auch für heute. Die Spielerei ist damit abgeschlossen und dann kann ich die Sidebar wieder einblenden. Damit sind wir nun am Ende dieser Folge angekommen und ich hatte wieder meinen Spaß daran. Und eigentlich sind wir mit diesem Video nun auch am Ende unserer Retro-Bastelei angelangt. Abgesehen davon, dass es mal ursprünglich bei einem einzigen Video bleiben sollte, waren dann insgesamt 4 weitere Systeme angedacht, welche stellvertretend die rasante Hardwareentwicklung von 1997 bis 2006/2007 rum veranschaulichen sollten. Wider Erwarten gab es dann noch 2 ungeplante Zwischenstopps, welche die Chronik vervollständigt haben, und eigentlich ist es nun an der Zeit, diese Projektreihe zu verabschieden. Es hat mir bis hierhin wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam durch die Zeit zu reisen, in alten Erinnerungen zu schwelgen, und für mein Dafürhalten waren das die turbulentesten und spannendsten 10 Jahre in der Hardwareentwicklung, die maßgeblich von der Spieleindustrie befeuert wurden. Klar, vorher hat sich auch schon vieles getan und seit 2007 ebenfalls gar keine Frage, doch der Fortschritt in dieser Zeit war beispiellos und richtungsweisend. Jetzt habe ich zweimal eigentlich gesagt und das ist auch das operative Wort. Eigentlich wäre jetzt Schluss, doch ich habe mich spontan dazu entschieden, nochmal nachzulegen und eine weitere Folge ranzuhängen. Für das Finale spulen wir die Zeit um fast 3 Jahre vor und begeben uns dann in das Jahr 2009. So bilde ich mir das zumindest ein. Da ich allerdings nicht nur an PCs schraube, sondern auch an Autos und Motorrädern, anderen Hobbys fröne und meine alltäglichen Verpflichtungen habe und so weiter und so fort und ich erst noch ein bisschen Hardware für das nächste Video jagen muss, könnte es sein, dass sich das zeitlich nicht ganz ausgeht und die nächste Folge im Zweifel ein bisschen auf sich warten lässt. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls vielmals fürs Zuschauen. Feedback wird wie immer gerne gelesen und beantwortet und dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.